B-83 gilt als eine der stärksten Atombomben im modernen US-Arsenal, aber selbst sie verblasst im Vergleich zu anderen modernen Waffensystemen. Mit einem Gewicht von rund 100 Kilogramm, einer Länge von etwa 4 Metern und einem Durchmesser von rund 50 Zentimetern ist sie vergleichbar mit einem Kleinwagen. Doch ihre Zerstörungskraft übersteigt die menschliche Vorstellungskraft. Die B-83 ist eine Freifallbombe, die sich beim Abwurf aus einem Flugzeug allein auf die Schwerkraft verlässt. Dank moderner Lenksysteme kann sie jedoch Ziele mit chirurgischer Präzision treffen. Die maximale Sprengkraft der B-83 beträgt 1,2 Megatonnen und ist 80 Mal stärker als die Bombe, die Hiroshima zerstörte. Die Temperatur im Epizentrum der Explosion wäre um ein Vielfaches heißer als das Zentrum der Sonne und würde Millionen von Grad erreichen. Der Feuerball einer solchen Explosion würde alles Lebendige augenblicklich verdampfen und Menschen schneller in Asche verwandeln, als ihr Nervensystem ein Schmerzsignal an das Gehirn weiterleiten könnte. Die Strahlung ist so intensiv, dass sie die Kleidung von Menschen sogar jenseits des Horizonts entzünden könnte, wo der Blitz selbst aufgrund der Erdkrümmung nicht sichtbar wäre. Bei einer Detonation über Peking würde der Feuerball der B-83 mit einem Radius von 2,5 Kilometern alles auf seinem Weg verbrennen. In der Zone der totalen Zerstörung mit einem Radius von 7,5 Kilometern würden 2 Millionen Menschen auf der Stelle sterben, ihre Körper würden durch den Druck von Hunderten von Atmosphären zerrissen und ihre Überreste zu geschmolzenem Asphalt verschmelzen. Weitere 3,5 Millionen Menschen würden durch die Druckwelle in einem Umkreis von 13 Kilometern tödliche Verbrennungen und Verletzungen erleiden. Die USA verfügen derzeit über 19 Tarnkappenbomber vom Typ B-2 Spirit, die jeweils bis zu 16 solcher Bomben tragen können. Das bedeutet, dass ein einziges Geschwader dieser Flugzeuge theoretisch in einem Einsatz ein Gebiet von der Größe eines durchschnittlichen europäischen Landes zerstören könnte. Doch die B-83 ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um moderne Atomwaffenarsenale geht. Noch erschreckender ist die Trident I-Rakete, die Marinekomponente der nuklearen Triade sowohl der USA als auch Großbritanniens. Diese 13,5 Meter lange Rakete trägt 8 unabhängig voneinander ausrichtbare nukleare Sprengköpfe, die jeweils unterschiedliche Ziele treffen können. Jeder dieser Sprengköpfe ist 30 Mal so stark wie die Bombe, die Hiroshima zerstörte. Das Wasser im menschlichen Körper würde sofort kochen und Menschen in Dampfwolken verwandeln, während Beton buchstäblich verdampfen würde. Dank der Satellitensteuerung und eines astroinertialen Navigationssystems kann die Trident II ihr Ziel auf wenige 100 Meter genau treffen, selbst wenn sie die halbe Welt umrundet hat. Ein einziger Trident I-Schlag gegen Moskau mit seinen 8 Sprengköpfen würde eine Zone der totalen Vernichtung mit einem Radius von 10 Kilometern schaffen. Stahlbeton würde nicht nur zusammenbrechen, sondern zu Staub zerfallen, und Metallstrukturen würden sich auflösen, als hätten sie nie existiert. Die Zahl der sofortigen Todesopfer würde 2 Millionen erreichen, weitere 2,5 Millionen würden innerhalb von Stunden an Verbrennungen und Verletzungen in einem Radius von bis zu 25 Kilometern sterben. Selbst die tiefsten unterirdischen Bunker würden keine Sicherheit bieten, die seismische Welle der Explosion würde den Boden so stark erschüttern, dass die darin befindlichen Personen an den Wänden zerdrückt würden. Die USA verfügen über 14 U-Boote, die jeweils bis zu 20 Trident I-Raketen an Bord haben. Das bedeutet, dass ein einziges U-Boot eine Nutzlast tragen kann, die 1000-mal stärker ist als alle im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben. Darüber hinaus kann es überall in den Weltmeeren versteckt bleiben und von den Gegnern völlig unentdeckt bleiben. Chinas Interkontinentalrakete DF-5 legt die Messlatte für die Zerstörungskraft noch höher. Moderne Versionen dieser Rakete tragen bis zu 12 Sprengköpfe mit einer Sprengkraft von jeweils einer Megatonne. Die Wucht einer solchen Explosion würde einen Hunderte von Metern tiefen Krater erzeugen, und der Druck der Explosion würde selbst bei Menschen, die sich in Bunkern verschanzen, die inneren Organe zerquetschen. Ein DF-5-Schlag auf ein dicht besiedeltes Gebiet würde zu einer totalen Verdampfungszone mit einem Radius von mehreren Kilometern führen. Alles innerhalb dieser Zone, einschließlich Stahlbetonstrukturen, würde sich sofort in überhitztes Gas verwandeln. Ein DF-5-Schlag auf Los Angeles würde eine Verdampfungszone mit einem Radius von 4 Kilometern und eine totale Zerstörungszone mit einer Ausdehnung von 15 Kilometern erzeugen.
Die Zahl der sofortigen Todesopfer würde 1,5 Millionen erreichen, weitere 2,5 Millionen würden in einem Radius von bis zu 35 Kilometern tödliche Verbrennungen erleiden. Die Brände wären so intensiv, dass sie ihre eigenen Wettersysteme erzeugen würden, Feuertornados, die die Menschen in einen Flammenstrudel ziehen würden. Die russische R-36-Rakete, im Westen als Satan bekannt, kann einen einzigen Sprengkopf mit einer Sprengkraft von bis zu 20 Megatonnen tragen. Bei einer Detonation über einer Großstadt wäre der entstehende Feuerball noch aus Hunderten von Kilometern Entfernung sichtbar. In einem Radius von 3 Kilometern würde die Temperatur die der Sonnenoberfläche übersteigen. Der Lichtblitz wäre so intensiv, dass er bei Menschen in 10 Kilometern Entfernung, die nur in die Richtung der Explosion blicken, schwere Verbrennungen der Netzhaut verursachen könnte. Der thermische Impuls würde alles Brennbare in einem Umkreis von 40 Kilometern entzünden und einen gewaltigen Feuersturm mit Temperaturen von Tausenden von Grad und orkanartigen Winden erzeugen, die alles Brennbare in das Inferno ziehen. Eine Satan-Explosion über London würde einen Feuerball mit einem Radius von 3,5 Kilometern erzeugen. In der Zone der totalen Zerstörung mit einem Radius von 15 Kilometern und der Zone der tödlichen Verbrennungen, die sich bis zu 40 Kilometern ausdehnt, würde die Zahl der sofortigen Todesopfer 3 Millionen Menschen erreichen. Radioaktiver Staub würde in die Lunge der Überlebenden eindringen und irreversible Schäden verursachen. Die Menschen würden buchstäblich bei lebendigem Leibe verwesen. Selbst Satan verblasst im Vergleich zu Russlands neuester Rakete, der Samad. Sie kann theoretisch einen 50 Megatonnen Sprengkopf tragen und Ziele im Weltraum unter Umgehung aller Raketenabwehrsysteme treffen. Die Detonation eines 50 Megatonnen Sprengkopfes würde einen Feuerball mit einem Durchmesser von mehr als 10 Kilometern erzeugen, dessen Temperatur um ein Vielfaches höher ist als die des Sonnenkerns. Bei einer Detonation über New York würde ein 50 Megatonnen Samad-Sprengkopf einen Feuerball mit einem Radius von 5 Kilometern erzeugen, der alles innerhalb der Explosionszone verdampfen und Wolkenkratzer in radioaktiven Dampf verwandeln würde. In der Zone der totalen Zerstörung, die sich über 25 Kilometer erstreckt, und in der Zone der tödlichen Verbrennungen, die sich auf bis zu 50 Kilometer ausdehnt, würde die Zahl der sofortigen Todesopfer 5 Millionen erreichen. Und weitere 6 Millionen würden innerhalb von Minuten tödliche Verletzungen erleiden. Alle elektronischen Geräte würden ausfallen, die Menschen in den Aufzügen gefangen bleiben, die lebenserhaltenden Systeme würden außer Betrieb gesetzt und die Evakuierungswege würden durch liegengebliebene Autos blockiert, deren Elektronik durchgebrannt ist. Aber selbst diese erschreckenden unmittelbaren Auswirkungen sind nur der Anfang der Katastrophe. Jeder groß angelegte Atomkonflikt würde eine Kettenreaktion mit verheerenden Folgen für den gesamten Planeten auslösen. Starke elektromagnetische Impulse, die von nuklearen Detonationen in großer Höhe ausgehen, würden nicht nur die Elektronik lahmlegen, sondern auch die globalen Stromnetze in riesige Antennen verwandeln und selbst in abgeschalteten Geräten Brände und Explosionen auslösen. Medizinische Implantate, einschließlich Herzschrittmachern, würden sofort versagen und ihre Träger zum schnellen Tod verurteilen. Brände durch thermische Blitze würden Tausende von Quadratkilometern verschlingen. Millionen Tonnen von Rauch und Ruß würden in die Atmosphäre aufsteigen und das Sonnenlicht blockieren. Der Himmel würde sich durch Asche und Rußpartikel blutrot färben, während saurer Regen die restliche Vegetation zerstören würde. Es würde ein nuklearer Winter folgen, ein jahrzehntelanger globaler Temperaturabfall. Die Temperaturen würden so drastisch fallen, dass Überlebende selbst in tropischen Regionen erfrieren würden, und Landwirtschaft wäre in den meisten Teilen der Welt völlig unmöglich. Selbst ein relativ kleiner Konflikt mit 100 bis 150 Atomsprengköpfen könnte die globalen Temperaturen um 1 bis 2 Grad senken. Ein groß angelegter Austausch moderner Megatonnensprengköpfe würde den Planeten für Jahrzehnte in Dunkelheit tauchen. Der Klimawandel wäre so abrupt, dass selbst einfache Mikroorganismen vom Massenaussterben bedroht wären und die Nahrungsketten weltweit zusammenbrechen würden. Radioaktive Isotope mit Halbwertszeiten von Tausenden von Jahren würden ganze Regionen für eine Zeitspanne unbewohnbar machen, die die gesamte Geschichte der menschlichen Zivilisation übersteigt. Die Strahlenbelastung wäre so hoch, dass die Überlebenden die Toten beneiden würden. Ein langsamer, qualvoller Tod durch Strahlenkrankheit würde sich über Wochen hinziehen.
Die Ozonschicht würde um 50 bis 70% abgebaut, wodurch alle Lebewesen der tödlichen ultravioletten Strahlung ausgesetzt wären. Moderne Frühwarn- und Nuklearwaffenkommandosysteme ermöglichen Raketenstarts innerhalb von Minuten nach Erhalt eines Befehls. Interkontinentale ballistische Raketen haben eine Flugzeit von etwa 30 Minuten, so dass nur wenige Minuten für die Entscheidung über einen Vergeltungsschlag bleiben. Unter Stress und mit unvollständigen Informationen ist das Risiko eines katastrophalen Fehlers gefährlich hoch. Heute gibt es weltweit mehr als 12.000 nukleare Sprengköpfe, von denen sich die meisten in Russland, China und den Vereinigten Staaten befinden. Moderne Sprengköpfe sind kleiner und effizienter geworden. Ein Sprengkopf von der Größe eines Autos kann eine 100-mal größere Zerstörungskraft entfalten als alle im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben. Die Lenksysteme haben eine solche Genauigkeit erreicht, dass selbst bei einer Rakete, die um die halbe Welt fliegt, ein Fehlschuss von einigen 100 Metern als großer Fehler angesehen wird. Gegenmaßnahmen wie Hyperschallmanövriersprengköpfe und orbitale Bombardierungssysteme machen ein Abfangen moderner Atomraketen nahezu unmöglich. Im Falle eines umfassenden nuklearen Konflikts würde die Menschheit zum ersten Mal in der Geschichte mit der realen Möglichkeit der Selbstvernichtung konfrontiert. Es gäbe keine Gewinner, nur verstreute Überlebende in radioaktiven Ruinen auf einem in Dunkelheit gehüllten Planeten. Ein falscher Schritt, ein fataler Fehler, und Milliarden von Menschen würden ein Licht sehen, das heller ist als 1000 Sonnen, bevor ihre Schatten für immer in die Ruinen der Zivilisation geätzt würden.